Hattest du schon mal Situationen oder Kontakte mit irgendwelchen Menschen und nach diesen Situationen, wenn du dann wieder zu Hause bist, du fühlst dich ausgelaugt, energielos, du hast schlechte Laune? Das kommt nicht einfach so. Du hast negative Energie aufgenommen, weil du deine Energie nicht beschützt hast. Ich bin Dasha und willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute zeige ich dir, wie du deine Energie beschützen kannst. Und zwar erstens, wie du überhaupt merkst, dass etwas mit deiner Energie nicht in Ordnung ist, dass die ausgelaugt ist. Und zweitens, was du dann wirklich machen kannst, um deine Energie im Vornherein zu schützen. Und drittens gebe ich dir auch eine kleine Zusammenfassung am Ende. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Video an. Höre auf deine Intuition, also auf dein Bauchgefühl. Ich wollte eine Zeit lang ein duales Studium machen als Mediendesignerin. Und dafür brauchte ich einen Praxispartner, ein Unternehmen, wo ich dann auch arbeiten kann, Teilzeit. Und dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch in einem Unternehmen. Und dieses Unternehmen wollte, dass ich irgendwie 3 Tage mal bei denen im Unternehmen bin und so ein Praktikum mache auf denen. Natürlich unbezahlt. Und dann bin ich da angekommen. Um 7 Uhr morgens fing das an. Und was habe ich da gemacht? Ich habe irgendwelche komischen Schilder geklebt. Da war irgendwas mit Autos. Ich habe irgendwelche Möbel geschleppt, weil die irgendwie umgezogen sind. Um 16:30 Uhr war das dann zu Ende. Und mit einer halben Stunde Pause dazwischen war ich dann zu Hause und dachte mir so, mein Bauchgefühl sagte mir so, renn von da, renn da weg, das ist nicht deins. Und zum Glück habe ich auf mein Bauchgefühl gehört. Ich habe mich von diesem Unternehmen ausgenutzt gefühlt und ich glaube, viele kennen das Gefühl, dass Unternehmen einen ausnutzen, dass Menschen einen ausnutzen, dass man energielos ist. Und da ist es wirklich wichtig, die Warnsignale in deinem Bauch zu erkennen. Du spürst einfach, das ist nichts für dich. Das ist nicht so, wie du leben möchtest und das macht dir keinen Spaß und du fühlst dich einfach ausgenutzt und ausgelaugt. Und das ist ein sehr großes Warnsignal, also achte darauf. Vor allem tricky ist es aber, wenn du merkst, ja, die anderen Personen, denen geht's doch gut mit dieser Person. Oder wie bei diesem Unternehmen, wo ich war, da haben ja Leute normal gearbeitet, denen hast nichts ausgemacht. Aber lass dich nicht davon täuschen. Lass dich nicht von den anderen täuschen. Guck nicht auf die anderen. Guck auf dich selbst. Denn das, was für die anderen richtig ist, muss nicht zwingend richtig für dich sein. Du hast deinen eigenen Weg. Außerdem können die Menschen einfach deren Bauchgefühl ignorieren. Und denen geht's schlecht, aber die machen das trotzdem. Und wir wollen das nicht auch machen. Beobachte auch deine Gefühle. Zum Beispiel, wenn du bei einer Person schon ein bisschen komisches Gefühl hast, dann das nächste Mal, wenn du dich mit dieser Person triffst, wenn du noch zu Hause bist, dann guck mal, wie du dich fühlst. Du kannst auch aufschreiben oder so. Wie fühlst du dich? Du fühlst dich wahrscheinlich so ausbalanciert, du fühlst dich gut, du fühlst dich entspannt, du fühlst dich energievoll. Wenn du dann mit dieser Person draußen bist und wieder nach Hause kommst, dann dokumentiere auch wieder, wie du dich jetzt fühlst, nachdem du mit dieser Person draußen warst. Wenn da nichts richtig Krasses passiert ist mit dieser Person, also alles an sich gut war, du dich aber trotzdem ausgelaugt und energielos fühlst und dein Bauchgefühl einfach auch sagt so, nee, das war nicht gut, dann ist es ein Zeichen, dass diese Person deine Energie auslaugt. Diese Person ist nicht für dich. Dann ist es auch wichtig zu beobachten, wie du zum Beispiel vor einer Beziehung warst, wie du dich gefühlt hast, was du gemacht hast und das dann mit deiner jetzigen Beziehung zu vergleichen. Fühlst du dich besser als davor, als du Single warst oder schlechter? Denn wenn du dich schlechter fühlst, kann es auch sein, diese Beziehung saugt deine Energie aus. Es gibt ja auch so eine Theorie, dass in der Beziehung, wenn man auf einmal schlecht aussieht, wenn es auf einmal mit den Finanzen nicht so gut läuft und bei dem Partner aber alles noch besser läuft, heißt es, dass der Partner die Energie von dir auszieht und für diese Zwecke für sich benutzt. Und auch, wenn du schon ständig nervös bist, ständig diese Achterbahn der Gefühle hast, immer Unsicherheit verspürst mit einer Person, dann tut dir diese Person nicht gut. Du solltest dich mit Menschen ausgeglichen fühlen. Du solltest dich entspannt fühlen. Du solltest dich wohlfühlen. Das sind Menschen mit einer guten Energie, die auch zu dir passen. Wenn du ständig so Anxiety hast mit diesen Menschen, wenn du ständig nervös bist und so Unsicherheit verspürst, sind die auch schlecht für deine Energie. Außerdem zeigt oft dein Körper äußerlich,
wenn etwas im Inneren mit deiner Energie nicht stimmt. Wenn du zum Beispiel irgendwelche gesundheitlichen Probleme bekommst, vor allem wenn du eine Frau bist mit Frauengesundheit, wenn du auf einmal sehr viele Pickel bekommst, wenn deine Haare ausfallen, wenn du Schmerzen bekommst, Bauchschmerzen und so weiter. Dein Körper möchte dir etwas sagen. Dein Körper sagt dir, dass etwas in deinem Inneren nicht stimmt. Und da solltest du aufpassen und überlegen, wo könnte Energie von mir entfernt worden sein? Was tut mir gerade nicht gut? Dein Körper redet mit dir. Hör auf deinen Körper. Also, was kannst du jetzt tun, um deine Energie auch wirklich zu schützen? Wenn du bemerkt hast, diese Person laugt deine Energie aus, diese Person tut dir nicht gut, sie ist toxisch oder zieht einfach Energie von dir, entferne dich von dieser Person. Du kannst dich gut von irgendwelchen Fake Friends entfernen. Du kannst dich gut von Beziehungen entfernen. Was dann schwieriger ist, ist, dich von deiner Familie zu entfernen. Und bei solchen Familienproblemen, wo die Familie so schwierig ist und Energie ausgelaugt wird, da ist es einfach wichtig, die Situation zu akzeptieren und erstmal versuchen, einfach viel Zeit mit Freunden zu verbringen, die eine positive Energie haben. Rauszugehen, dich mit diesen Freunden zu treffen, einen Job zu machen, in die Uni zu gehen. Also nicht die ganze Zeit zu Hause mit diesen ganzen Leuten zu sein. Und dann irgendwann, wenn du älter bist oder die Möglichkeit hast, so schnell wie möglich ausziehen. Klar, du kannst deine Familie lieben, aber es kann trotzdem sein, dass diese Familie deine Energie auslaugt, weil die Traumata haben, weil die sich selbst nicht so gut fühlen und so. Und das ist auch okay. Das Wichtigste ist aber dabei, sich selbst nicht zu vergessen. Vergiss dich selbst nicht, achte auf dein Wohlbefinden und auch wenn du denkst, die Familie wird dir nichts erlauben und so weiter, mach es trotzdem. Geh deinen Weg, zieh um und triff dich mit deinen Freunden, obwohl deine Familie dir sowas verbietet oder sonst etwas. Dann ist es auch wichtig, dich mit Menschen zu umgeben, die dir aber positive Energie geben oder auch Menschen zu finden, die eine positive Energie haben, mit denen du auf einem Level bist. Weil diese Menschen, die zeigen dir einen Standard. Die Menschen zeigen dir, dass es Menschen gibt, mit denen du dich wohlfühlst, die eine positive Energie haben, die nicht toxisch sind. Und dann hast du bessere Standards für andere Leute. Das heißt, wenn du zum Beispiel sehr gute Freundinnen hast, die dich gut fühlen lassen, wenn du dann in eine Beziehung kommst und du fühlst dich nicht gut, dann denk daran, was deine Freundinnen für dich machen, wie deine Freundinnen dich supporten. Dann weißt du, ja, das kann es nicht gewesen sein. Meine Freundin behandelt mich gut, keine Ahnung, mein Vater behandelt mich gut, diese Person behandelt mich gut. Wieso soll dieser Typ mich schlecht behandeln dürfen? Und dann ist es leichter, diese Person loszulassen, weil du in deinem Kopf diese Beweise hast, dass es gute Menschen in deinem Leben gibt. Und das ist enorm wichtig. Deswegen entwickle auch Standards für Menschen, die in dein Leben kommen. Hab Standards für Beziehungen, hab Standards für Freunde. Ich meine jetzt nicht diese oberflächlichen Standards wie, oh, ich bin nur mit Menschen befreundet, die Geld haben oder so. Nein, ich meine Standards wie Respekt, wie positive Energie, wie Wertschätzung. Auf sowas solltest du gucken, wenn du dich mit neuen Menschen befreundest, wenn du eine Beziehung suchst. Sowas wie beleidigen, fremdgehen und so weiter. Das ist ein No-Go. Das akzeptieren wir nicht. Wenn du in deinem Umkreis Negativität erfährst, jemand verurteilt dich oder du machst Social Media und es kommen Hate-Kommentare oder so, ist es wichtig, dich nicht von deinen Gefühlen überrennen zu lassen, impulsiv zu handeln und auf diese Menschen zu reagieren. Diese Menschen wollen, dass du reagierst, um Energie von dir zu bekommen. Sie wollen deine Energie. Sie wollen, dass du reagierst. Gib ihnen das nicht. Gib diesen Menschen nicht deine Energie. Ich reagiere nie auf Hate-Kommentare. Wieso sollte ich? Es gibt Menschen, die gucken jedes Video von mir. Die wissen alles und schreiben trotzdem dann immer Hate-Kommentare. Wieso guckst du meine Videos? Wieso guckst du meine Videos, wenn du die nicht magst? Guck die einfach nicht. Sorry. Ich finde Hate-Kommentare ehrlich gesagt witzig. Ich finde die unterhaltsam. Aber ich reagiere nicht darauf. Dann ein kontroverser Punkt in unserer modernen Gesellschaft. Ich finde, Hook-up-Culture stiehlt Energie. Das heißt, wenn du mit sehr vielen Leuten intimen Kontakt hast, in Clubs und so weiter, dann passiert da ein sehr großer Energieaustausch. Vor allem bei intimem Kontakt, wo man sehr nah ist aneinander. Du nimmst die Energie von dieser Person auf und die andere Person andersrum auch. Und dann bist du mit ganz vielen anderen Leuten und dann
kriegst du diese Traumata von diesen Menschen ab. Du kriegst diese negative Energie von diesen Menschen ab und dann fühlst du dich ausgelaugt. Du fühlst dich dann energielos. Das sollte man wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen, mit welchen Leuten man Kontakt hat. Vor allem mit Menschen, die man gar nicht kennt. Und das ist auch ein Grund, wieso ich Clubs nicht so gerne mag, Orte, wo sehr viele Menschen sind. Das sind einfach sehr viele Menschen und die ganzen Leute sind eng aneinander. Da kann ein Energieaustausch passieren und ich fühle mich nach solchen Sachen immer ausgelaugt. Aber Menschen gehen ja noch weiter und führen diese Hook-up-Culture aus, wo ich denke, das ist schlecht für die selbst. Ich verbiete niemandem, irgendwelche Sachen zu machen. Sieh das jetzt nicht als Verbot oder so, aber achte darauf, wie du dich fühlst. Dass du nicht irgendwelchen Ballast von anderen Menschen auf dich nimmst. Es ist auch wichtig, sich selbst ein bisschen zu analysieren und sich zu fragen, bin ich extrovertiert oder introvertiert? Extrovertiert bedeutet, du ziehst Energie aus der Gemeinschaft. Daraus mit anderen Menschen zu sein, mit anderen Menschen zu reden, oft rauszugehen und so weiter. Und introvertiert bist du, wenn du Energie daraus ziehst, allein zu sein oder tiefe Gespräche mit einem oder zwei Freunden zu haben. Ich bin zum Beispiel eher introvertiert. Ich habe auch ein bisschen extrovertierte Tendenzen, also so ambivertmäßig, aber schon eher introvertiert. Deswegen ist es für mich wichtig, meine Me-Time zu haben. Einfach zu Hause zu sein, mein Buch zu lesen oder am besten mich mit 2, 3 engen Freunden zu treffen und Quality Time zu verbringen. Davon kriege ich Energie. Aber das ist nicht bei jedem so. Es gibt Leute, die halt auch komplett introvertiert sind und die wirklich nichts mit anderen Menschen zu tun haben wollen und einfach nur so gerne zu Hause mit deren Katzen sitzen. Es gibt Menschen, die Energie davon bekommen, jede Woche rauszugehen, neue Menschen kennenzulernen, mit neuen Menschen zu reden. Und da ist es wirklich wichtig, das zu verstehen und auch ein bisschen danach zu handeln und zu gucken, ja okay, ich bin introvertiert und ich hatte jetzt eine soziale Situation, wie kriege ich meine Energie wieder hoch? Indem ich ein bisschen alleine zu Hause bin und erstmal nichts plane. Also sowas. Ich sag nicht, nur weil du introvertiert bist, solltest du nicht mit anderen Menschen reden. Nein, ich meine nur, wenn du dann in sozialen Situationen warst und mit Menschen viel geredet hast, viel Networking machen musstest in deinem Job, ist es wichtig, auch Zeit für dich zu nehmen, um ein bisschen alleine zu sein, um deine Energie wieder aufzuladen. Und ja, das waren die ganzen Punkte. Jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung. Du kannst gerne einen Screenshot machen. Höre auf deine Intuition, höre auf dein Bauchgefühl. Das gibt dir Signale, wo du Energie bekommst oder nicht. Beobachte auch deine Gefühle. Fühlst du dich ängstlich, fühlst du dich nervös oder fühlst du dich wohl, du fühlst dich entspannt. Achte auch darauf, ob du, wenn du mit einer Person zum Beispiel zusammen bist, ob es sich auf deinem Körper zeigt, ob du gesundheitliche Probleme bekommst, Pickel bekommst, Haarausfall bekommst, du auf einmal schlechter aussiehst. Das kann ein Zeichen dafür sein, dass diese Person deine Energie aussaugt, dass etwas nicht stimmt. Also was solltest du tun? Entferne dich von Menschen, die dir nicht gut tun, die deine Energie aussaugen, wenn du das bemerkt hast. Finde auch Menschen mit positiver Energie, die dein Support-System sind, die deine Energie wieder auffüllen, zum gegenseitiger positiver Energieaustausch. Hab Standards. Hab Standards beim Dating, hab aber auch Standards bei Freunden. Lass nicht irgendwelche toxischen Menschen in dein Leben. Reagiere nicht auf Negativität, weder in der realen Welt, weder auf toxische Kommentare im Internet. Versuch auch Hookup-Culture zu vermeiden. Wenn du Hookup-Culture betreibst, tauschst du sehr viel Energie mit verschiedenen Menschen aus und du trägst diese Energie dann die ganze Zeit mit dir mit. Und da du diese Person nicht so gut kennst, weißt du nicht, ob diese Energie negativ oder positiv ist. Finde heraus, ob du eher extrovertiert oder eher introvertiert bist. Denn extrovertierte Menschen und introvertierte Menschen ziehen aus verschiedenen Dingen Energie und es ist wichtig für dich individuell zu wissen, wovon du Energie bekommst und wovon du keine Energie bekommst. Und ja, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao, ciao.